Chongguo, das Mittlere Reich. Wir sind das Zentrum von Handel und Kultur, umgeben von Barbaren. Seit tausenden Jahren haben uns die fruchtbaren Täler von Yangtze und Gelbem Fluss ernährt, gekleidet und groß gemacht. Ausländische Karawanen kommen von weit her, um schöne Dinge wie Seide und geschnitzte Jade zu kaufen, die uns unsere Ahnen herzustellen lehrten. Schicken diese Barbaren Spione in unsere Stadt? Sie neiden uns unsere reichen Märkte, die Eleganz unserer Kunst, den Glanz unserer Paläste, unsere Erfindung und das Wissen unserer Gelehrten beeindruckt sie. Daher hat der Kaiser in diesem Jahr des Tigers befohlen, dass wir die große Mauer von 10.000 Li neu errichten, die unser Reich schützt. So wie der Drache die Perle der Weisheit beschützt. So muss unser Kaiser uns gegen die Barbaren beschützen, denn sie bedrohen den Aufstieg des Reichs der Mitte. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin euer Dominus und wir starten die große Spielereihe von Der erste Kaiser, Aufstieg des Reichs der Mitte. Ja, dieses Spiel ist der Nachfolger von Zeus aus dem Hause Sierra Entertainment. Das Spiel selber wurde im Oktober 2002 von Sierra Entertainment veröffentlicht. Entwickler war wie immer Impressions Game. Es ist allerdings auch das letzte Spiel in diesem Duo, Sierra Entertainment and Impressions Game, mit der entsprechenden Spielgrafik und dem Spieltypus, die wir ja aus Pharao oder auch Caesar und Zeus kennen, nämlich Städte zu gründen, unsere Bürger mit Waren und Dienstleistungen zu versorgen, Handel zu betreiben, Krieg zu führen, um uns zu verteidigen oder um unser Kaiserreich zu erweitern. Erstmalig war für der erste Kaiser auch ein Multiplayer integriert, den ich aber selber nie genutzt habe. Man hat nun die Möglichkeit, mit anderen Spielern in einem Spiel zu agieren. Ja, und Schauplatz dieses Spiels, wie der Name schon sagt, ist das chinesische Kaiserreich. Und zwar in einer großen Zeitspanne von 2000 vor Christus bis 12.011 nach Christus. Eine ziemlich lange Zeit, wo wir in den Kampagnen entsprechend die Geschichte des chinesischen Kaiserreiches nachspielen. Da freue ich mich sehr drauf. Es ist schon sehr lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ja, und jetzt in einem neuen Let's Play nochmal die Kampagnen durchgehen. Bevor wir das aber tun, wie immer, werden wir ein ausführliches Tutorium starten. Zwar gibt es bei den Kampagnen die erste Kampagne als Tutoriumskampagne, aber ich möchte natürlich in einem Spezialtutorium wesentlich genauer auf Details eingehen. Gut, dann starten wir das auch. Wir gehen in den Einzelspieler-Modus und dann müssen wir erstmal einen Namen für den Kaiser eingeben. Das ist natürlich Dominus.
Auch wenn das nicht unbedingt, ja, ein asiatischer Name ist, man könnte auch hier historische Namen aussuchen. So, und was wir machen müssen, wir müssen das Tierkreiszeichen auswählen. Die chinesische Kultur hat ja statt Sternzeichen Tierkreiszeichen, die sich nach dem Geburtstag natürlich richten. Und wir haben unterschiedliche Tierkreiszeichen, Ratte, Büffel, Tiger, Hase, aber auch mythologische Wesen wie der Drache. Gut, Schlange haben wir auch. Ja, dann haben wir noch Pferd, Widder, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Gut, ihr könnt natürlich das jetzt aussuchen, wie ihr gerne möchtet oder im Internet nach eurem Geburtsdatum das Tierkreiszeichen auswählen. Mein Geburtsdatum ist der 26.01.1970. Das wäre dann der Hahn. Gut, klicken wir an. Okay. Ja, und damit haben wir den neuen Kaiser schon fertiggestellt. Gut, und dann können wir das Tutorium starten. Wir starten das mit einem offenen Spiel und nicht mit den Kampagnen. Und dann können wir aussuchen bzw. die Feinjustierung machen. Wir haben 3 Zeitalter, die wir durchspielen sozusagen. Die Bronzezeit zu Anfang, dann kommt die Eisenzeit und dann die Stahlzeit. Wir beginnen natürlich in der Bronzezeit. Der Schwierigkeitsgrad wird schwierig sein, die Städtedichte hoch. Nichtspielerbeziehung ist neutral. Das könnte man auch aggressiv und wild einstellen, dann wird es noch schwieriger. Oder friedlich, harmlos. Wir bleiben neutral. Die Häufigkeit der Katastrophen ist gelegentlich. Wir können eine Stadt aussuchen. Da gibt es unterschiedliche. Ich möchte aber das zufällig hier entsprechend ausgewählt haben. Ja, und wir können bei der erste Kaiser wieder Monumente bauen, wie bei Pharao. Und ein Monument werden wir bauen. Hier können wir uns das aussuchen. Wir können das auch zufällig aussuchen. Wir werden aber einen großen Tempel errichten. Ja, und der Zufallsstartwert ist das Kapital, was wir am Anfang haben. 20.000 sollte eigentlich reichen. So, dann haben wir alles soweit eingestellt und dann können wir hier draufklicken und kommen zu unserer Stadt, die wir jetzt gründen werden. Ja, so präsentiert sich also der Bildschirm, wenn wir der erste Kaiser spielen. Das erste, was wir machen, wir drücken die P-Taste und kommen in den Pausenmodus. Im Pausenmodus können wir bauen und auch agieren. Das finde ich sehr schön. Das gab es auch schon bei Zeus. Ja, und wir haben hier den großen Kartenausschnitt, den wir in der Minimap hier entsprechend rot umrandet erkennen können. Ja, und geübte Impressions, Game, Städte-Spieler sehen, dass sich da auch im Aufbau des Desktop nicht sehr viel sich geändert hat. Wir haben hier oben den Befehlsbutton, wo wir Dateien bzw. Spiele speichern, löschen, wieder laden können. Wir können hier aber auch das Spiel verlassen. Mit der Escape-Taste geht das wesentlich einfacher. Ja, bei den Optionen können wir das Feintuning nochmal im Bereich Anzeige, Sound und Geschwindigkeit entsprechend einstellen. Wir haben hier den Hilfe-Button. Ja, und hier haben wir die 20.000, die wir eingestellt haben für unser Startkapital. Ich glaube, auch im alten chinesischen Kaiserreich war die Währung Yen gewesen. Ich werde es aber jetzt mal so übernehmen. Ganz genau weiß ich es allerdings nicht. Bevölkerungszahl, ja, und hier haben wir jetzt entsprechend das Tierkreiszeichen, nämlich Februar 600 vor Christus. Und neben den Tierkreiszeichen haben wir auch das Element, was in diesem Jahr vorherrschend ist. In der chinesischen Kultur gibt es 5 Elemente, aus denen die Welt bestehen soll, nämlich Erde, Wasser, Feuer, Metall und Holz. Ja, und wir sind halt hier im Jahr des Hahns mit dem Element Metall. Ja, hier nochmal das Datum, 600 vor Christus im Februar. Ja, und dann haben wir hier das Baumenü
Und bei dem ersten Kaiser wird das hier immer als Ministerium bezeichnet. Das ist also das Bevölkerungsministerium zum Beispiel. Und dann haben wir auch noch das Landwirtschaftsministerium, das Gewerbeministerium, das Handelsministerium, das Ministerium für Sicherheit und für Regierung, das Unterhaltungsministerium, das Religionsministerium, das Militärministerium und das Ministerium für Ästhetik. So, und hier können wir nochmal sehen, was für Monumente wir errichten wollen, beziehungsweise was wir da alles für brauchen. Wir haben unter diesen Ministerien auch entsprechend unsere Spezialkarten und weitere Informationen. Wir können hier draufklicken auf das Bevölkerungsministerium und kriegen dann hier entsprechend eine Statistik der Bevölkerung. Da kommen wir aus Gesellschaftsdiagramm und dann sehen wir nochmal hier die verschiedenen Tierkreiszeichen. Wir haben Spezialkarten, Vorräte und Fußgänger. Das ist natürlich jetzt alles noch nicht entsprechend aktiv, weil wir noch nichts gebaut haben. Wenn wir die Karte erkunden wollen, können wir das, indem wir hier in die Minimap reinklicken. Oder mit der Maus hier nach oben, seitlich oder nach unten durch die Karte scrollen können. Ja, und wir haben beim ersten Kaiser 3 Klimazonen. Bei diesem großen Kaiserreich ist natürlich klar, dass wir da unterschiedliche Klimazonen haben. Wir haben einmal das aride Klima, also das Wüstenklima mit wenig fruchtbarem Land. Wir haben die gemäßigten Zonen mit genügend fruchtbarem Land, aber auch mit trockeneren Bereichen. Das sieht man immer hier, wenn dieses Grün so allmählich weniger wird. Hier sehen wir das auch. Ja, und wir haben die tropischen Bereiche, wo wir wirklich reine, fruchtbare grüne Flächen haben. Die unterschiedlichen Klimazonen bedingen ja auch, dass wir unterschiedliche landwirtschaftliche Erzeugnisse anbauen können. Also in den ariden Klimen können wir da nicht so viel anbauen. Dafür haben wir eventuell mehr Rohstoffe, die wir abbauen können, wie zum Beispiel Erze oder Stein. Ja, und in den tropischen Bereichen ist halt weniger Rohstoffe, dafür mehr Landwirtschaft, die wir betreiben können. Also das hat schon ein bisschen Einfluss darauf, wie wir unsere Stadt aufbauen und entwickeln, in welcher Klimazone wir uns gerade befinden. Ja, ich werde diese einzelnen Bauoptionen oder Ministerien dann halt im Laufe unseres Tutoriums jetzt entsprechend erklären. Wir haben hier auch noch natürlich den Button, die Straße zu bauen. Wir können eine Sperre platzieren, wir können planieren, wir können den letzten Befehl rückgängig machen. Ja, oder hier das letzte Ereignis uns nochmal anschauen. Hier unten können wir uns das Ziel nochmal ansehen. Wir können unsere Karte links oder rechts drehen. Drücken wir in die Mitte, wird die Karte genordet. Und dann sehen wir schon, sie ist jetzt genordet. Wir haben eine Stadtübersicht, die können wir anklicken. Dann sehen wir so die wichtigsten Punkte. Alles, was rot gekennzeichnet ist, sollte doch relativ schnell mal behoben werden. Ansonsten ist noch nicht viel zu sehen. Ja, und wir haben hier natürlich die Kaiserreichskarte. Klicken wir die mal an, kommen wir auf die Kaiserreichskarte und ihr seht, es sieht so ein bisschen komisch aus, hängt damit zusammen, dass ich ja hier in einem Widescreen-Mod arbeite und man jetzt das hier entsprechend ausgefüllt hat. So, unsere Stadt ist Hao. Ich gebe jetzt keine Gewähr, dass ich diese Stadtnamen alle richtig ausspreche. Ja, und wir haben halt hier entsprechend die Städte, mit denen wir gegebenenfalls Handel betreiben können. Wir können die anklicken und ihr seht, wir haben noch keine Optionen offen. Also hier können wir noch keine Aussage treffen, ob sie jetzt feindlich oder freundschaftlich gesinnt sind und ob wir mit denen Handel treiben können. Das müssen wir im Laufe des Spieles dann halt entsprechend
schauen und eventuell auch agieren, um Handelspartner zu gewinnen. Hier kann man übrigens auch zu den einzelnen Städten gehen. Gut, hier kommen wir zurück zur Stadt. Ja, und hier können wir nochmal Nachrichten lesen. Ist es eigentlich so wie bei den anderen Spielen von Impressions Game auch. Ja, legen wir mal los und bauen unsere erste Siedlung. Bevor wir mit dem Bau beginnen, sollten wir vielleicht erstmal unsere Karte erkunden und mal schauen, was es hier so alles gibt. Ja, das hier ist die Straße, die die Verbindung zum Kaiserreich gewährleistet. Wir können alles mit der rechten Maustaste anklicken. Hier zum Beispiel, das ist jetzt Gras. Hier können wir Felder und Plantagen anlegen. Was ist denn das Interessantes hier? Das ist eine Stadtruine. Okay. Ja, und wir haben dann hier jetzt entsprechend sehr schön Baum- und Strauchbestände. Hier haben wir noch einen weiteren Straßenteil. Es gibt immer so einen Ein- und Ausgang. Das heißt, irgendwo werden die neuen Siedler die Karte betreten und Händler werden von einem Punkt dann die Karte betreten und werden dann hier wieder rausgehen oder halt umgekehrt. Das sind Rampen, die hier zu diesen Terrassen führen. Wir haben Gewässer hier. Das ist sehr schön gestalterisch hier gemacht. Hier haben wir wilde Tiere, nämlich Wildschweine, die wir jagen können, um Fleisch zu produzieren. Ja, hier haben wir Felsformationen und da kann man auch entsprechend dann Ressourcen abbauen. Die sind dann auch entsprechend gekennzeichnet, je nachdem, ob die Karte Ressourcen hat. Das können wir gleich mal schauen. Dann kann man das hier so mal erkunden. Hier haben wir einen größeren Fluss und hier sehen wir eine Ressource, nämlich dass wir hier Fischbestände haben, die wir entsprechend nutzen können, um Fisch zu fangen. Auch nochmal hier Wild. Hier haben wir so Bambuswälder. Also die Grafik ist schon sehr, sehr schön hier. Gut, hier haben wir wieder die Möglichkeit, an diesen langen Uferzonen maritime Gebäude zu errichten, wie zum Beispiel den Fischerkai. Ja, und dann kommen wir hier wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück. Die Frage ist natürlich, wo errichten wir unser erstes Wohngebiet? Das ist natürlich immer kartenabhängig. Man sollte natürlich gucken, dass man in der Nähe von landwirtschaftlichen Flächen siedelt, damit wir relativ schnell eine gute Versorgung mit Nahrungsmitteln haben. Man sollte Geländevorteile nutzen, zum Beispiel was die Verteidigung betrifft, also im Kartenzentrum wäre zum Beispiel das immer ganz gut und nicht direkt am Rand, wo ein Feind relativ schnell dann die Stadt angreifen könnte. Also da muss man mal schauen, wie die Karte aufgebaut ist. Also hier zum Beispiel, das wäre doch eine ziemlich gute Lage für unser erstes Wohngebiet. Wir könnten dann hier Landwirtschaft betreiben oder auch hier in dem unteren Teil des Flussgebietes. Ja, wir können hier dann Jagd betreiben. Also ich glaube tatsächlich, hier wäre ein guter Standort für unser erstes Wohngebiet. Ja, das können wir hier entsprechend mit der Straße erstmal vorbauen. Und das ist wie bei den übrigen Spielen auch. Mit der linken Maustaste können wir einzelne Straßensegmente bauen. Wir können aber auch die linke Maustaste gedrückt halten und dann ziehend hier entsprechend die Straßen so errichten. Kostet natürlich Geld. Alles, was wir bauen, wird dann automatisch von unserer Stadtkasse
abgezogen. Gut, und dann würde ich jetzt mal hier das erste Stadtgebiet mal platzieren. Hier habe ich jetzt unser Wohngebiet einmal vorkonzipiert. Wir haben wieder einen klassischen Loop und die Größe ist 14 mal 8, sodass wir in der Mitte eine bebaubare Fläche haben von 12 mal 6. Ihr könnt natürlich das in unterschiedlichen Formen kreieren. Wichtig ist immer nur, dass es ein geschlossener Loop ist. So könnt ihr zum Beispiel auch einen quadratischen Grundriss hier entsprechend konzipieren. Klassisch ist auch hier so eine L-Form, wo man dann 4 hier entsprechend so platzieren kann, dass man in der Mitte ein sehr schönes Zentrum hat. Oder auch Sonderbauweisen. Durchaus alles möglich, solange ihr einen Loop habt. Wir bleiben aber hier bei unserer rechteckigen Bauform und es ist egal, welche Bauform ihr für euer Wohngebiet konzipiert. Wichtig ist nur, es darf nicht mehr als 58 Straßenabschnitte groß sein. Warum ist das so? Unsere Spezialisten von den Dienstleistungsgebäuden und auch unser Marktbeschicker geht maximal 58 Schritte. Danach wendet er und geht zurück zu seinem Bestimmungsort. Und haben wir nun ein größeres Wohngebiet als 58, logisch werden bestimmte Bereiche eben nicht von diesen Spezialisten begangen und wir haben keine Entwicklung bei den Wohnhäusern. Also wichtig, nicht mehr als 58 Straßenabschnitte für euer Wohngebiet. Gut, jetzt haben wir unsere Straßen gebaut. Jetzt müssen wir natürlich die Wohnhäuser platzieren. Ja, wir finden natürlich die Wohnhäuser hier bei dem Reiter Bevölkerung. Und dann sehen wir auch schon, dass wie bei dem Vorgänger Zeus wir zwei Typen von Wohnungen haben. Einmal die einfache Wohnung für die Arbeiter und einmal die gehobene Wohnung für die Elite. Wichtig ist, ihr könnt gehobene Wohnungen nicht am Anfang des Spieles platzieren, weil ihr müsst in eurer Stadt gewisse Güter haben, damit man diese Wohnung überhaupt platzieren kann. Auch gleich wie bei Zeus. Es ist sowieso eigentlich relativ viel identisch, also wer das Spiel Zeus kennt, wird hier ganz viele Parallelitäten sehen. Gut, wir wollen aber einfache Wohnungen platzieren. So, dann sehen wir auch, die freie Parzelle hat eine Größe von 2×2. Übrigens auch, so wie bei Zeus. Und wir können einzeln klicken. So. Und dann sehen wir schon was Interessantes. Diese Parzellen sind alle grün. Die kann man übrigens auch, wenn man die linke Maustaste gedrückt hält, ziehend hier ganze Bereiche bauen. Und wir sehen hier noch ein grünes Geisterbild des Gebäudes. Hier auch. Und interessanterweise hier jetzt gelb. Das ist sehr interessant, hier wieder grün. Ja, und das ist eine Besonderheit beim ersten Kaiser, nämlich Feng Shui. Feng Shui ist ein wichtiger Bestandteil der chinesischen Kultur und heißt übersetzt Wind, Wasser. Ja, und was heißt jetzt Feng Shui eigentlich? Ja, in der chinesischen Kultur besteht die Vorstellung, dass die gesamte Landschaft Energieströme aufweist. Und wenn man in Harmonie mit diesen Strömen lebt, kann es eine positive Auswirkung auf uns haben. Unterbricht man diese Energieströme, können das halt negative Folgen haben. Das ist so ganz einfach erklärt. Und jedes Gebäude, was wir hier errichten, ist einem bestimmten Element zugeordnet. Das hatten wir ja schon im Vorfeld gesagt, dass es halt 5 verschiedene Elemente gibt. Und diese Elemente können in Koexistenz mit anderen Elementen leben oder halt nicht. Zum Beispiel, die einfache Wohnung ist dem Element Holz zugeordnet. So, und Holz hat im Landschaftstyp, was positiv ist, frisches grünes Land oder natürlich Waldflächen. Da können die Energieströme optimal agieren. Hingegen bei ariden oder öden Landflächen oder auch Gesteinsformationen, wie wir es hier haben, wäre jetzt das Element Holz
eben nicht korrespondierend. Und deswegen, wenn ich jetzt hier gucke, ist das hier gelb. Und da ist es wieder grün. Frag mich jetzt bitte nicht warum. Normalerweise müsste es eigentlich gelb sein, aber ihr seht hier bei dem grünen, frischen Gras ist es wieder grün. Hier wieder nicht. Hier muss es wieder einen anderen Grund haben. Ja, so viel zur Theorie. Jetzt wundert mich jetzt ein bisschen, warum das jetzt hier alles gelb ist, obwohl es eigentlich grün sein müsste. Hier ist alles grün. Ja, also letztendlich kann man natürlich immer gucken, wie passt es nicht halt. Ja, und das wundert mich jetzt hier, dass das hier tatsächlich gelb ist, der ganze Bereich. Naja gut, also ihr seht, die einfachste Methode ist, guckt, wo das grüne Geisterbild erscheint und da kann man es dann platzieren. Jetzt kann man natürlich sagen, warum soll ich das überhaupt machen? Es ist doch vollkommen egal, was für ein Feng Shui ich in meiner Stadt habe. Tatsächlich ist es so, dass ein schlechtes Feng Shui Auswirkungen auf die Attraktivität der Stadt und auch auf die Stimmung der Bevölkerung haben kann. Und Opfergaben, die wir unseren Helden, dazu komme ich noch später, darbieten, haben bei einem schlechten Feng Shui nicht so eine große Wirkung wie bei einem positiven Feng Shui. Ja, und wo sehe ich das, welches Feng Shui ich nun habe? Dafür müssen wir hier auf den Reiter Ästhetik und dann gibt es tatsächlich neben der Spezialkarte Attraktivität auch den Button Feng Shui. Klicke ich den an, können wir sehen, was im guten Feng Shui ist oder im optimalen und nicht. Und hier können wir sehen, ja, welche Feng Shui-Harmonie wir haben. Optimal wäre natürlich, wenn wir in günstig sind. Oder besser sogar. Dann hat man über 90% richtig platzierte Gebäude. Durchschnittlich ist das Minimum und alles, was da drunter ist, sollte man vermeiden. Gut, das ist das Thema Feng Shui, was in diesem Spiel tatsächlich auch ein bisschen die Stadtplanung beeinflussen kann, wenn ich da mal ein gutes Feng Shui haben möchte. Gut, ich baue trotzdem jetzt hier dieses Gebäude auf, obwohl es kein gutes Feng Shui hat. Und dann setzen wir mal hier eine Sperre, die können wir ja Gott sei Dank in diesem Spiel setzen. Gut, und dann können wir jetzt den Pausenmodus mal aufheben und können unsere Bürger einwandern lassen. So, sie kommen hier von diesem Immigrationspunkt in unsere Stadt eingewandert. Ja, wir können natürlich jede Person in unserer Stadt anklicken mit der rechten Maustaste. Eine Stadt, die gut plant, wird neue Besucher stets ernähren können. Das ist ein weiser Spruch. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir das auch so hinbekommen, aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal müssen sie in unsere Stadt jetzt mal hier einwandern. Ja, wir haben jetzt hier bei dem Reiter Bevölkerung natürlich die Infotafel. Ja, für wie viel Platz wir in unserer Stadt haben, wie viele Neuankömmlinge kommen. Wir haben unsere entsprechenden Spezialkarten, Vorräte, da gibt es natürlich noch nichts. Und Fußgänger sehen wir auch noch nichts. Das kommt erst später, wenn unsere Stadt tatsächlich auch da mal belebt ist. Ja, und die ersten Parzellen sind besiedelt. Wir klicken da mal drauf und dann sehen wir, die erste Form unserer Wohnung ist der Unterstand. Hat Platz für 7 Personen. Ja, und diese Infokarte, die wir haben, kennen wir ja. Wir sehen, was an Gütern in diesem Haus gelagert ist, was es noch so für Informationen gibt und hat sich eigentlich gegenüber den anderen Spielen überhaupt nicht verändert. Was unsere Bürger allerdings brauchen, ist Wasser, um sich weiterzuentwickeln. Bevor wir aber jetzt unseren Bürgern Wasser geben, müssen wir erstmal sorgen, dass unsere Gebäude nicht in Flammen aufgehen oder einstürzen. Auch im alten China sind unsere Gebäude davon nicht gefeit und wir müssen dafür sorgen, dass die Gebäude inspiziert werden. Wo finden wir das? Wir finden das bei dem Reiter Sicherheit. Hier haben wir die Bauoptionen, da finden wir auch den Ziehbrunnen und, ganz wichtig, den Inspektorenturm. Der Inspektor
wie der Name schon sagt, kontrolliert unsere Gebäude. Wir haben hier auch die Spezialkarte Gefahren. Klicken wir die an, können wir schon hier diese Säulen sehen. Man sieht eine leichte Brandgefahr. Jetzt haben wir schon eine mittlere Brandgefahr. Das geht relativ schnell. Deswegen bauen wir jetzt den Inspektorenturm. So, und der sollte auch ein grünes Geisterbild haben, nämlich hier. So, das ist alles grün. Ich nehme mal hier den Wald weg, weil manchmal verändert sich auch das Feng Shui, wenn man gewisse Elemente, wie zum Beispiel Bäume, wegnimmt. Und dann gucken wir mal, nee, es bleibt aber gelb. Also bauen wir es so. Nein, nochmal zurück. Warum mache ich das nochmal zurück? Der Inspektorenturm hat eine negative Auswirkung auf die Attraktivität. Wenn wir die Möglichkeit haben, sollten wir jetzt schon versuchen, die Attraktivität des Wohngebietes etwas zu erhöhen. Unter der Ästhetik haben wir hier die verschiedensten Verschönerungselemente. Und das ist für uns jetzt erstmal wichtig, die ästhetischen Straßen. Klicken wir die an, haben wir zwei. Der große Weg und der kaiserliche Weg. Auch wieder identisch wie bei Zeus. Der große Weg ist eine Verschönerung einer Straße zu einer Seite hin. Das sehen wir hier. Ja, da können wir das jetzt so bauen. Und ich würde jetzt mal diesen Bereich hier verschönern. Nämlich so. Der kaiserliche Weg ist eine Verschönerung, wo auf beiden Seiten eine Verschönerung durchgeführt wird. Das brauchen wir jetzt hier in dem Fall nicht. So, und hier haben wir jetzt diese Verschönerung. Und jetzt würde ich den Inspektorenturm nochmal hier bauen wollen. Nämlich hier. Genau. So. Und dann können wir wieder entsprechend Pausenmodus aufheben. Wichtig ist auch hier, es gibt keinen Arbeitsrekrutierer mehr, der nach Arbeit sucht, und dass wir eine Verbindung zum Wohngebiet haben müssen, egal in welcher Bereich unserer Karte wir Dienstleistungen und Gewerbestätte bauen. Man hat sofort halt entsprechend Arbeitskräfte, ohne einen direkten Zugang zum Wohngebiet zu haben. Da ist der Inspektor, das Gebäude ist aktiv, es ist immer in irgendeiner Form animiert, und dann gehen wir nochmal hier auf die Spezialkarte und dann sehen wir, wie er jetzt hier entlang geht. So, jetzt hat er alles so inspiziert und es sieht alles ganz gut aus. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel unser Wohngebiet mehr als 58 Straßenabschnitte hätte, würde er nach 58 Schritten wieder zurück zum Inspektorenturm gehen, und die Gebäude, die danach noch kommen würden, würden nicht versorgt werden und würden irgendwann in Flammen aufgehen. Das ist tatsächlich zu berücksichtigen. Neben dem Inspektorenturm müssen wir noch ein anderes Dienstleistungsgebäude bauen, nämlich den Wachturm. Dafür gibt es eine Spezialkarte, nämlich Unruhe, und da sehen wir, da hat sich jetzt im Moment noch nichts entwickelt, aber je weiter unsere Stadt sich entwickelt, desto mehr besteht die Gefahr, dass Unruhen unsere Stadt heimsuchen. Das ist hier tatsächlich aktiv. Bei Zeus habe ich nie einen Wachturm gebaut, weil ich immer unsere Bevölkerung optimal versorgt habe und es nie irgendwelche Anzeichen auf Unruhe kam. Bei der erste Kaiser sollte man das doch machen. Es ist egal, wie ich unsere Stadt versorge. Unruhen können auftreten. So, und da bauen wir jetzt auch den Wachturm hier auf. Hat ein positives Feng Shui. So, und wie gesagt, hat auch einen negativen Einfluss auf die Attraktivität. Sollte aber auch gebaut werden. Der Wachturm ist auch noch wichtig, um Spione aufzuweisen. Zu dem Thema kommen wir aber erst später. Da sehen wir jetzt unseren, ja, was ist es, Polizist? Man sollte dankbar sein, in derart uninteressanten Zeiten zu leben. Nein, Wächter. Er wird als Wächter bezeichnet. So, dann kann man hier nochmal draufklicken und dann sehen wir, in welchem Gebäude er da entsprechend tätig ist. So, wir haben es für Ruhe und Ordnung und dafür gesorgt, dass unsere Gebäude nicht in Flammen aufgehen. Ja, und wie ich eben gesagt habe, das nächste, was wir brauchen, ist Wasser. Auch Wasser finden wir hier,
unter der Rubrik Sicherheit, nämlich der Ziehbrunnen. Natürlich können wir einen Brunnen nur bauen, wo Grundwasser ist. Wo können wir das sehen? Also A, kann man das sehr gut sehen hier an dem grünen Land. Je grüner und frischer, desto höher ist der Grundwasserstand. Wo finden wir denn die Spezialkarte? Die finden wir bei Landwirtschaft. Da haben wir jetzt hier den Grundwasserspiegel und da sehen wir, dass wir hier in einem sehr guten, idealen Grundwasserstand sind, was auch gleichzeitig ideales Anbaugebiet ist, natürlich für die Landwirtschaft. So, und da kommen wir wieder raus. Und dann bauen wir jetzt entsprechend den Brunnen. Ja, und den können wir hier wunderbar platzieren. So, dann ist er auch animiert und sehen wir den Wasserträger, wie er jetzt entsprechend hier entlang geht und unsere Bürger mit Wasser versorgt. Und wir haben die nächste Entwicklungsstufe unserer Wohngebäude. Wir haben jetzt die Hütte. In der Hütte gibt es Platz für 14 Bewohner, also eine Verdoppelung der Bevölkerung, das sollte man auch nicht vergessen. Und wir müssen jetzt unseren Bürgern mit Nahrungsmitteln versorgen. Allerdings, das ist neu bei der erste Kaiser, in einer Qualitätsstufe. Die Qualitätsstufe hier ist Fahrt und das ist das Minimum. Zu den Qualitätsstufen der Nahrungsmittel komme ich jetzt mit der Versorgung von Nahrung. Wir können beim ersten Kaiser jede Menge an unterschiedlichsten Nahrungsmitteln produzieren. Das finden wir hier bei der Landwirtschaft. Klicken wir an und dann haben wir hier die ganzen Bauoptionen. Wir haben einmal die Farmen und wir haben einmal die Plantagen. Das sind nur die Gebäude, die wir entsprechend errichten können. Und hier sind dann die entsprechenden Feldfrüchte oder Plantagen, die wir anbauen können. Das ist jetzt ein bisschen doof hier bezeichnet. Das sind dann halt die Kulturformen, die wir bei den Plantagen anbauen können. So, und wir wollen aber wissen, was wir an Nahrung produzieren können. Klicken wir die Feldfrüchte an, können wir sehen, das können wir in unserer Stadt anbauen. Sojabohnen, Kohl, Hirse, Reis und Weizen. Hanf ist keine Nahrungsmittel, es wird auch nicht zum Rauchen verwendet, sondern wird zu einem Bedarfsgut weiterverarbeitet, die unsere Bürger in einer späteren Entwicklungsstufe brauchen. Ja, und das sind auch die Feldfrüchte, die wir beim ersten Kaiser anbauen können. Also wir können in unserer Stadt hier tatsächlich alles anbauen, was das Spiel zu bieten hat. Wir können unsere Farmen entsprechend bewässern. Da haben wir den Graben und die Pumpe. Wir können aber auch bei Land und Meer, Hint, das ist die gleiche Bezeichnung wie bei Zeus, den Fischerkai bauen und das Jägerzelt, um Fisch, Fleisch zu produzieren. Zu den Plantagen kommen wir dann später. Interessant ist, dass alle Bauwerke der Landwirtschaft nicht von einem Inspektor kontrolliert werden muss. Ausnahme natürlich der Fischerkai. Also da muss man doch einen Inspektor entsprechend platzieren. Ja, und die große Frage ist jetzt, wo bauen wir unsere Feldfrüchte an? Wichtig ist, wenn ihr eure Farmen bewässern wollt, dann muss das in einer Ebene sein. Hier sehen wir ja diese Kante, das heißt, wir sind hier auf einem Plateau. Wenn auf diesem Plateau jetzt keine Wasserfläche ist, und das ist hier jetzt nicht der Fall, hier sehen wir es nämlich auch, diese Kante, dann können wir hier oben diese Farmen nicht bewässern. Das heißt also, ich würde hier in der Niederung jetzt unsere erste Farm mal aufbauen. Dafür würde ich jetzt hier den Wald mal wegnehmen, weil wir brauchen ja eine Verbindung. Ja, und wir sollten natürlich versuchen, die Farm hier entsprechend zu platzieren, wo das meiste Grün ist. Also nicht hier, wo es eher unfruchtbar wird, weil die Farm natürlich auch beste Grundwasserversorgung brauchen. Klicken wir nochmal drauf und das sieht natürlich hier jetzt schon recht gut aus.
Das heißt, wir platzieren eine Farm und wir haben das Bauernhaus. Das ist dafür da, um alle Feldfrüchte anzubauen und die Hanffarm, wie der Name schon sagt, Hanf anzubauen. Wir brauchen jetzt ein Bauernhaus. So, und dann sehen wir auch, das ist hier in einem, ja, guten Feng Shui. Hier würde das dann nicht mehr so gut sein, aber hier passt es sehr gut. Nicht zu weit weg. Würde das jetzt mal hier platzieren. Ja, wir brauchen natürlich jetzt noch einen Anschluss an die Stadt, damit die Güter natürlich dahin gebracht werden können. Hier haben wir einen Anschluss. Hier kommen wir auch hoch. Dann bauen wir das doch so. Nehmen das hier weg. Und wir brauchen natürlich jetzt hier einen Übergang. Das können wir bei der entsprechenden Größe des Flusses mit einer Brücke machen. Wo finden wir die Brücke? Die Brücke finden wir bei der Rubrik Regierung. Da haben wir die verschiedensten Bauwerke, da komme ich später drauf. Da haben wir jetzt zum Überspannen von Flüssen und Gewässern einmal die Brücke. Und wenn das mit einer Brücke nicht überspannt werden kann, mit einer Fähre. Aber das schaffen wir jetzt hier mit einer Brücke. Das wäre schlecht. Da kommen wir nicht drüber. Wegen hier der Steine. Und hier geht es auch nicht. Hier geht es. Ja, wir haben mittlerweile schon 100 Personen in unserer Stadt. Ja, gut, dann bauen wir die Brücke hier hin. Werden das jetzt hier noch entsprechend anschließen und können hier direkt so hier das anschließen. So, wie viel Felder kann ich denn ja, an einem Bauernhof bauen? Und zwar ist das ganz einfach. Was bauen wir jetzt mal an? Wir bauen mal Kohl an. Immer 3 Felder vom Bauernhaus entfernt ist das Maximum. So, und dann kann man nämlich hier wunderbar so ein Quadrat platzieren. Ja, ein Feld konnten wir jetzt nicht bauen. Ja, damit ergibt sich ein Quadrat von 9 mal 9 als Maximum der anbaubaren Fläche für ein Bauernhaus. Und wir müssen natürlich noch das Bauernhaus selber abziehen. Das ist 3 mal 3, also 9 und hier die 3 Felder Weg, sodass wir insgesamt 69 einzelne Felder haben, die wir hier an so einem Bauernhaus ja platzieren können, die auch dann maximal entsprechend versorgt werden. Ja, und ich möchte das natürlich auch noch bewässern. Dann brauchen wir einmal die Pumpe. Das ist natürlich logisch, dass die an einem Gewässer sein muss. Das muss ich, glaube ich, nicht extra erwähnen. So, und dann müssen wir natürlich den Graben bauen hier. Da muss ich mal kurz gucken. Ja, so geht es. Und auch hier linke Maustaste gedrückt halten, können wir ziehend diesen Graben um dieses Bauernhaus bzw. um die Felder hier platzieren. So, gut. Dann können wir den Pausenmodus auch wieder aufheben, damit auch jetzt mal hier weitergeht. Wie gesagt, wir brauchen jetzt hier keinen Inspektorenturm. So, ist animiert und ihr seht, der Graben ist jetzt hier voller Wasser und verbessert hier die Fruchtbarkeit unserer Felder. Ja, mit den ersten Gewerbestätten gucken wir mal hier bei Gewerbe rein. Da findet ihr alles, nämlich das Lohnniveau und wie viel Prozent Arbeitslose wir haben. Wir haben jede Menge Arbeitslose, da solltet ihr auch immer darauf achten, dass es unter 10% ist, damit wir hier nicht entsprechend ja, Unzufriedenheit in der Bevölkerung haben. Das Lohnniveau sollte auf normal sein, das können wir entsprechend ändern, in niedrig, sehr niedrig, kein Lohn, das wäre fatal. Ihr seht aber auch, dass dann die Arbeitslosenquote dadurch manipuliert werden kann. Gehen wir wieder auf normal, steigert sich das und wenn ich jetzt noch höher gehe, ja, habe ich noch mehr Arbeitslose. Gut, wir bleiben auf dem normalen Niveau.
Ja, wir können jetzt einmal hier entsprechend das Bauernhaus anklicken. Da sehen wir, wie viele Arbeiter benötigt sind und ob sie auch entsprechend voll besetzt sind. Das haben wir hier erreicht. Wir können hier den Betrieb entsprechend ausschalten. Das können wir auch bei Gewerbe. Wir klicken hier drauf und dann können wir hier auf den vollständigen Bericht klicken. Und dann sehen wir nämlich hier auch die Arbeitsverteilung. Das heißt, wir können Prioritäten setzen und da sollte man ja auf Sicherheit immer entsprechend hoch die Priorität setzen, damit unsere Inspektoren und auch unsere Wachtürme voll besetzt sind. So, und hier können wir auch den Betrieb entsprechend ein- und ausschalten. Gut, und klicken wir nochmal auf unsere Feldfrucht, dann sehen wir Kohl. Produktion hat noch gar nicht begonnen, weil zurzeit keine Saison für Kohl ist. Die beginnt erst im August. Und die einzelnen Feldfrüchte haben unterschiedliche Wachstumszyklen und damit auch unterschiedliche Erntezeiten. Wir können also mit unterschiedlichen Feldfrüchten immer wieder für Nahrungsmittel sorgen, weil sie halt zu unterschiedlichen Zeiten geerntet werden. Ja, wir haben genug Arbeitslose. Wir müssen natürlich erstmal den Pausenmodus aufheben. Wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass die Nahrungsmittel zu unseren Bürgern kommen. Dafür brauchen wir erstmal einen Ort, wo die Nahrungsmittel gelagert werden. Das finden wir hier bei Handel. Klicken wir an. Dann finden wir nämlich hier die Mühle. Das ist leider in dem Spiel etwas verwirrend, definiert. Normalerweise würde man ja sagen, es ist ein Silo, aber hier ist es die Mühle. Also dieses Gebäude sorgt dafür, dass Nahrungsmittel gelagert werden. Es ist ein großes Gebäude, wie wir sehen. Und es sollte eigentlich immer in der Nähe der Marktplätze sein. Und wir sehen jetzt aber hier, dass das alles schlechtes Feng Shui ist. Ich würde sie ja gerne hier hinbauen. Dafür nehme ich mal jetzt hier das weg. Nimm auch mal hier diese Ecke weg und ich gucke mal, ob ich sie hier hinsetzen kann. Ja, ich kann sie hinsetzen, aber es gibt auch nirgendwo ein positives Feng Shui, sehe ich jetzt gerade. Hier, da brauche ich sie jetzt nicht zu bauen. Ab und zu muss man tatsächlich in den sauren Apfel beißen und dann baue ich jetzt die Mühle hier hin. Und dann baue ich den Weg jetzt so. Die Mühle übrigens braucht natürlich wieder einen Inspektor, der sie kontrolliert. Das sollte man jetzt nicht vergessen. Allerdings kann man jetzt hier eine Sperre bauen. So, und dann bauen wir wieder einen Inspektorenturm. So, der kann hier hin. Hier könnte aber auch ein Lagerhaus hin. Ne? Dann bauen wir doch den Inspektorenturm hier auf. Hier muss auch eine Sperre hin. So, klicken wir die Mühle mit der rechten Maustaste an. Wird natürlich entsprechend das Fenster geöffnet. Hier können wir sehen, was wir in der Mühle alles entsprechend einlagern können. Klar, wir können unsere Feldfrüchte einlagern. Wir können natürlich auch Fisch und Fleisch einlagern. Und es gibt zwei Produkte, die nicht unbedingt eine Nahrungsmittelart ist, aber zur Verbesserung der Qualität der Nahrung helfen können. Und das ist Salz und Gewürze. Salz kann man selber herstellen, Gewürze können nur importiert werden. So, wir werden aber das erstmal alles hier auf Verweigern anklicken. Das kann man hier tatsächlich so, dass alles entsprechend so eingestellt ist, damit wir jetzt wirklich explizit sagen können, ich möchte in der Mühle nur mein Kohl einlagern. Und wo ist denn Wild? Wild gleich Fleisch auch. So, und ihr solltet das so einstellen, dass natürlich für beides genug Platz ist. Ich mache das mal jetzt beides für 12 Einheiten. Um die Nahrungsmittel zu unseren Bürgern zu bringen, brauchen wir natürlich einen Marktplatz. Den finden wir hier beim Handel.
Marktplätze. Und es gibt zwei, einfacher und großer Marktplatz. Für unsere Arbeiter brauchen wir nur einen einfachen Marktplatz. Und das ist nur die Fläche, wo dann später unsere Läden hinkommen. Und der muss natürlich auf einer Straße platziert werden. Beidseitig werden dann hier die Läden entsprechend aufgebaut. Platzieren wir, auch in einem guten Feng Shui. Wunderbar. So sieht unser Marktplatz aus. Das Zentrum von diesem Wohngebiet habe ich allerdings jetzt hier, weil der so groß ist, immer außerhalb hier hingelegt. Jetzt haben wir aber natürlich ein Problem, wenn wir jetzt hier diese Sperre haben, weil da wird jetzt kein Händler hier in dieses Wohngebiet kommen. Da gibt es einen kleinen Trick, den Gott sei Dank bei der erste Kaiser vorhanden ist. Wir nehmen hier die Sperre weg, platzieren sie jetzt hier hin. Und wir haben neben der Sperre auch noch eine andere Möglichkeit, den Zugang zu kontrollieren. Wir gehen bei Ästhetik, haben wir hier die Wohngebietsmauer. Wir können unsere Wohngebiete entsprechend mit einer Wohngebietsmauer umgeben, um die Attraktivität zu erhöhen. Trifft diese Wohngebietsmauer, ihr seht, es gibt unterschiedliche Farben, auf eine Straße, wird ein Tor platziert. Klicken wir dieses Tor mit der rechten Maustaste an, können wir tatsächlich einstellen, wer dieses Tor platzieren darf. Entweder Marktangestellte, religiöse Pilger oder der Gebäudeinspektor. Ich möchte aber, dass nur Marktangestellte dieses Tor platzieren können. Das heißt, hier unser Marktkarren kann hier durch und kann dann hier unsere Gebäude mit Nahrungsmitteln versorgen. Alle anderen können dieses Tor nicht passieren. Das ist ein kleiner Trick, den finde ich super. Und jetzt könnt ihr natürlich wieder sagen, warum ist hier kein Inspektorenturm? Wie kann der Marktplatz überhaupt gesichert werden? Der Inspektor hat eine Reichweite von 2 Feldern. Wenn er also hier entlang geht, kontrolliert er automatisch den Marktplatz, obwohl er nicht direkt am Marktplatz ist. Deswegen habe ich es auch hier so entsprechend platziert. Und mittlerweile haben wir August und unsere Landarbeiter sind dabei, den Kohl anzubauen. Kommen wir nochmal zurück zu unserem Marktplatz. Damit überhaupt Ware gehandelt werden kann, braucht der Marktplatz Läden. Die finden wir hier auch bei der Rubrik Handel und dann können wir sehen, was es für Läden gibt. Das sind die Waren, die unsere Bürger brauchen. Und wir brauchen einen Laden für Nahrung. Und den können wir dann halt hier auf diesen Marktplatz platzieren. So, und sobald jetzt Nahrungsmittel hier in der Mühle ist, kann entsprechend auch die Nahrungsmittel geholt werden. Wir klicken nochmal hier auf den Marktplatz jetzt. Und dann können wir nämlich sehen, was für Läden wir haben. Es gibt im Moment noch keine Waren für Nahrung. Und hier ist jetzt neu entsprechend Nahrungsmittelinformationen. Wie gesagt, wir haben bei dem ersten Kaiser das Element der unterschiedlich oder der vielfältigen Nahrung, die wir unseren Bürgern zur Verfügung stellen müssen, damit sie sich weiterentwickeln. Wir haben 5 Stufen: Fad, einfach, appetitlich, würzig und köstlich. Und wir sehen hier, wir können das einstellen, was die minimale Anforderung ist und was die gewünschte Qualität ist. Und für unsere Bürger reicht eine appetitanregende oder appetitliche Nahrungsmittelauswahl. Und es ist immer abhängig davon, wie viele unterschiedliche Nahrungsmitteltypen zur Verfügung stehen. Also bei Fad wäre es eine, bei einfach wären es 2, appetitlich 3, würzig 4 und bei köstlich 5. Wir können allerdings das noch mit 2 Waren verändern, nämlich, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, Salz und Gewürze fungieren auch als unterschiedliche Nahrungsmittelart, allerdings nicht alleine. Also ich kann jetzt unsere Bürger nicht nur mit Salz oder nur mit Gewürzen ernähren. Das wäre sehr eintönig und nicht möglich. Wir brauchen also immer eine wirkliche Nahrungsmittelart Weizen, Reis. Wir können aber auch mit Salz und Gewürze eine zweite oder auch eine dritte Nahrungsmittelart
ja, ersetzen. Heißt, wenn ich appetitliche Nahrungsmittelauswahl haben möchte und ich habe aber nur eine Nahrungsmittelart, zum Beispiel Kohl, kann ich das mit der Bereitstellung von Salz und Gewürzen tatsächlich appetitlich kreieren. Oder ich habe nur Kohl und Wild, könnte ich mit Salz oder mit Gewürzen die dritte Art zur Verfügung stellen und hätte dann halt appetitlich. Und so kann ich tatsächlich das mit Salz und Gewürzen auch entsprechend anpassen. Wie gesagt, beides geht nicht alleine. Ich brauche tatsächlich eine wirkliche Nahrungsmittelart, die wir produzieren oder importieren können. Gut, das sollte man so eingestellt lassen. Und hier sehen wir noch Unterhaltungsbereich eingeschaltet oder ausgeschaltet. Da kommen wir später zu einem Thema noch. Unterhaltungsdarbietungen werden immer auf dem Marktplatz entsprechend präsentiert. Von daher sollte man das auch eingeschaltet lassen. Ja, so viel zum Thema Nahrungsmittelart und deren Zusammenstellung. Dieser Umstand bewirkt aber auch, dass ich meine Mühle entsprechend so einstellen muss, dass unterschiedliche Arten, also jetzt hier maximal 4 Arten, eingelagert werden können. Man kann natürlich jetzt 4 Mühlen bauen, wo nur eine Nahrungsmittelart eingelagert wird. Das ist aber für die Versorgung der Wohngebiete, besonders wenn sie weiterentwickelt sind, doch recht schwierig. Deswegen stellt die Mühle immer so ein, dass 4 unterschiedliche Arten in ihr Platz haben. Wie gesagt, 32 Einheiten können eingelagert werden, sodass wir jeweils immer 8 Einheiten der unterschiedlichen Nahrungsmittelarten einlagern können. Jetzt im Moment haben wir nur 2, deswegen können wir 12, ansonsten immer 8 und 8. Gut, jetzt müssen wir erstmal warten, dass unser Kohl geerntet wird. Wie sieht es denn hier aus? So, die Kohlernte erfolgt im Dezember. Wie gesagt, von August bis Dezember wird hier entsprechend Kohl angepflanzt. Müssen wir also kultivieren. Das heißt aber auch, dass wir danach eben keine weiteren Nahrungsmittel produzieren. Das heißt, der Rest der Zeit liegt hier unser Land brach. Und da ist es tatsächlich wichtig, dass wir unterschiedliche Nahrungsmittelarten produzieren. So, wir gucken noch mal kurz hier bei den Arbeitslosen. Da sieht es gut aus, das können wir tatsächlich so lassen. Wir können jetzt mal hier bei der Bevölkerung in die einzelnen Spezialkarten gehen. Fußgänger, da sehen wir, welche Dienstleister hier auf den Straßen entlang laufen. Ja, hier bei der Landwirtschaft sehen wir alle entsprechenden Bauwerke der Landwirtschaft. Wir gucken nochmal hier bei der Wasserversorgung. Da können wir sehen, alle Gebäude werden mit Wasser versorgt. Gefahren haben wir nicht und Unruhen haben wir auch nicht. Wunderbar. So, und dann sehen wir, unser Kohl wird geerntet. Der wird dann erstmal hier im Bauernhaus gelagert. Da sehen wir ihn jetzt hier. Klicken wir hier nochmal auf das Bauernhaus, können wir sehen, 3 Ladungen Kohl sind jetzt hier eingelagert und das wird jetzt zur Mühle gebracht. Ja, wir haben hier eine ganz gute Aufteilung. Also hier wird produziert, hier wird gelagert und hier wird es vertrieben. Die Wege sollten natürlich so kurz wie möglich sein, damit unsere Marktfrau, die jetzt hier gleich jetzt zur Mühle geht, nicht so weit gehen muss. Ja, und grafisch ist das wirklich sehr schön auch gemacht hier. Der Kohl, der jetzt hier so dargestellt wird, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Da ist unsere Marktfrau.
So, und dann ist sie auf dem Weg und wie bei allen Spielen von Sierra Entertainment hat die Marktfrau jede Menge Kinder hinter sich, die die Körbe für sie tragen. So, unser Markt ist jetzt beschickt worden mit 600 Einheiten Nahrung. Und dann ist es immer ganz süß, dann kann man immer hier sehen, was das heutige Menü ist. Und das ist immer sehr schön auch auf die entsprechenden Nahrungsmittel, die auf dem Marktplatz sind, eingestellt. Hier gibt es jetzt entsprechend Kohlsuppe als fade Nahrungsqualität. So, dann sehen wir den Marktkarren, der jetzt entsprechend dieses Tor passieren kann und geht jetzt hier entlang und versorgt jetzt unsere Bürger mit Nahrungsmitteln. Und wir sehen, es gibt tatsächlich 2 Marktkarren auf diesem Marktplatz. Was wir allerdings auch feststellen ist, dass sich die Gebäude nicht weiterentwickelt haben. Sie haben zwar jetzt hier entsprechend Nahrungsmittel, 28 Einheiten, aber damit sie sich weiterentwickeln kann, braucht sie Zugang zu einem Ahnenschrein. Das große Thema Religion bei Der erste Kaiser ist sehr komplex. Daher werden wir das im zweiten Teil des Tutoriums für dieses Spiel dann durchgehen. Ich hoffe, ihr seid weiter mit dabei und ich sage Tschüss, euer Dominus.